Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Wo ist denn der Gaming Sound? Wieso hörten ihr keine Vögel zwitschern? Naja, wir sind hier an Bridlington Station und sollen jetzt mal nach... Ich soll mir hier was angucken. Was soll ich mir denn angucken? Wieso ging denn jetzt das R1 an? Weil eigentlich will ich doch nur nach Chesterfield. Ich glaube, das ging einfach so an, oder? Hier ist nix. Ne, wir machen jetzt auf nach Chesterfield Station. Also, in Bridlington ist er abgefahren. In Evesham kam er nie an. Mal sehen wir, ob er in Chesterfield noch war. Das Telegramm war ja eher wenig aussagend. So, Herleitung könnte ich jetzt schon ein bisschen was machen. Sonderwagen, Telegramm, Prototyp ist versichert. Chilenen blieben an Bord, keine Spur vom Zug, Prototyp mit vielen Käufern. Zug verschwand mit allen Insassen. Nee, das stimmt nicht. Geht da was? Warte mal, Zug verschwand mit allen Insassen. Chilenen blieben an Bord. Das ist nämlich jetzt entweder es ist ein Unfall, die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges, der Kontrolleur könnte sie übersehen haben, oder die Chilenen wurden an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Barcassas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Er hat alle bis auf die aussteigen lassen. Mal gucken. Da fehlen mir aber noch ein paar mehr Infos. Bis wir diese Synapsen schön verknüpfen können. Ja, da sind wir in Chesterfield. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Da ist die Wartehalle. Ist da jemand drin? Gepäck. Oh, die ist schön, so mit Kamin und so. Hat was. Ticket Office. Locked. Oh, A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. ja. Wir haben nur... Weil wenn du hier oben drauf einen Scheinwerfer und eine Pfeife machen würdest, würde das im Nebel als Zug durchgehen. Ha.
Eine demontierte Draisine, deren Teil über den ganzen Lagerraum verstreut sind, wurde im Bahnhof von Chesterfield gefunden. Der Zug ist einfach verschwunden. Es gibt keine Spuren an der Stelle, wo er zuletzt gesehen wurde. Und da haben wir das hier unten nämlich. Zugexperiment. Die demontierte Draisine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Draisine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für den Zug halten könnte. Da können wir doch ein Zugexperiment durchführen. Hier war zu nah. Ja, da durften wir nicht rein. Gehen wir mal hier rein. A fishing advertisement. Best fishing at our lake. This bin is full of empty bottles. Haben wir nicht neben dem verschwindenden Zug auch eine Flasche gesehen? Ah, der Herr ist betrunken. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. Okay, also der hat den Morsecode neben dem Telegraphen liegen. Draußen Unmengen von Flaschen. Die Nase, der hat doch getrunken. Deswegen ist das Ding wahrscheinlich nicht so... How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please. Huh? What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Erstmal gucken wir uns an. Da haben wir die gerötete Nase. Saubere Kleidung. Auch er ist verheiratet. Da ist ein Flachmann versteckt. Angelschnur. Er geht also auch angeln. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Okay. Er erinnert sich eindeutig. Er ist aber Alkoholiker. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is.
Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay, das heißt, wir wissen, dass er gestern stark betrunken gewesen ist. Wir wissen also nicht... Ja, der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker, die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Jetzt ist die Frage, hat er den Zug wirklich gesehen? Oder hat er das Telegramm einfach so losgeschickt? Nee, Quatsch, ich wollte in die andere Richtung. Ich will doch das Zugexperiment machen. Komm ich hier rein? Locked. Nee. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okay, dann knacken wir das Schloss. Einmal Schloss knacken, bitte. Das ging schneller als gedacht. Da haben wir was auf dem Boden. Hier vorne ist nix. Kratzer, Bags Spuren. were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Okay, also hat er entweder noch Alkohol geklaut. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Entweder hat er die geklaut, die Flaschen, oder er ist bestochen worden. Wir reden mal mit ihm. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Okay. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink, and whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Die haben den besoffen gemacht mit Wein, mit Französischen. Haben dann das Werkzeug genommen und irgendwas gegraben. Aber was? Nee. Haben die hier irgendwas gegraben?
Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas sehen können. Die wollten die Gleise anheben, damit das Wasser keine Probleme macht. Aber wir haben ja noch die Sache mit dem Experiment. So. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Okay, das ist erstmal... Das Ding haben wir erstmal. I should use the appropriate object here. Ja, eigentlich sind das ja die... Da ist die Radachse. Okay. So, habe ich noch eine Planken? Kleines Zahnrad. Irgendwas fehlt noch. Ich würde gerne das Holzbrett. Da. Ja, da war's. So, und hier drüben war doch auch noch irgendwas. Da kommt die Bremse rein, glaube ich. Nee. Dann kommt die hier ran. So, So, Dresine now here we zusammengebaut. have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Hatte ich das nie in den anderen Bahnhöfen gesehen? Scheinwerfer und da ist die Dampfpfeife. Ist hier noch mehr? Da ist noch was. Den nehmen wir noch. Feuerlöscher. So. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The
Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Ja, aber das Archiv, das ist tatsächlich immer wieder nützlich. Und guckt mal, so kann man sich einen Zug zusammenbauen. Watson, du stehst im Weg. Gucken wir uns mal das Archiv an. So, nach alten Karten suchen. Now we have two maps. We must combine them properly. Kleine Karte bewegen. Ah, da. Wo ist denn? Warte mal, da ist ein See. Ne, hier unten ist ein See. Und da ist die Strecke. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Okay, das heißt, wir haben Nebengleise. Untersuchen Sie das Nebengleis, das bei der Eisenbahnweiche beginnt. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham, das zum Steinbruch führt, und das Nebengleis in Evesham. Da ist eins, dort ist eins und da ist eins. Also, das hier unten können wir ausschließen, weil da ist ja der Zug gar nicht mehr angekommen. Nichtsdestotrotz reisen wir da noch fix hin. Und hier soll es einen Abzweig geben. Wo ist der? Ah, da ist er. Aber hier liegen keine Gleise mehr. Also hier ist, weiß Gott, nichts mehr da. Nichtsdestotrotz, da war was. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Das Ding ist abgebaut worden. Was? Das Schild hier. Das ist ein Wagensprung. Traces.
Let's take a closer look. Okay, abmessen. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Hier ist der ganze Schuppen abgebaut worden. Aber der Zug ist definitiv nicht hier hinten. Also der ist nicht hier reingefahren worden, weil hier fehlen ja sogar Gleise. Also wie will der hier rein? Und dann war er ja noch nicht mal wirklich richtig hier. Aber wir sollten vielleicht mit ihm dort reden. Dabei handelt es sich um ein abgerissenes Depot in der Nähe von Evesham. Dort sind auch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von ca. 6 Fuß 7 Zoll zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material transportiert wurde. Kannst du uns dazu was sagen? It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Okay, es sind Gleise geklaut worden. Warum sollte man die stehlen? Um irgendwo Gleise zu verlängern. Naja, gucken wir uns beim nächsten Mal weiter an. Ich sage für heute Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Der Vitas.